30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 19. Folge des YPC 21 und damit zur 3. Episode der Gruppe 1 der Zwischenrunde. Auf Platz 1 liegt aktuell Jan Pusch, der 4 gute Barsche, darunter einen 46er und einen 49er sowie einen mittleren Zander in der Wertung hat. Jans Mission ist klar. Er wird heute versuchen, den fehlenden Hecht zu fangen. Bei Ton von Hamm sieht es ähnlich aus wie bei Jan, jedoch mit umgekehrten Fischarten. Neben einem mittleren Zander hat er 4 Hechte in der Wertung. Ihm fehlt lediglich ein Barsch zur Fullcard. Patrick Marables Scoreboard ähnelt dem von Jan. Auch er hat 4 schöne Barsche und einen Zander. Doch der Hecht fehlt auch ihm noch. Sylvain Lengendre folgt mit etwas Abstand auf Platz 4. Doch da er 2 wirklich große Barsche und einen 57er Zander in der Wertung hat, ist seine Ausgangslage ebenfalls gut. Genauso wie die von Mark Patschowski, der am Vortag in den letzten 40 Minuten seinen Tag retten konnte und mit 2 guten Barschen, einem 68er Hecht und 20 Topwater-Punkten in Tag 2 startet. Einzig Daniel Andriani steht vor einer fast unmöglichen Aufgabe, da zunächst die Polderhechte nicht bissen und er dann beim Zanderangeln die Geduld verlor und sich taktisch verzockte. Doch auch er hat noch nicht aufgegeben. Heute konnten die Angler ihre Startzeit wieder zwischen 8 und 10 Uhr frei wählen. 5 von ihnen starten pünktlich um 8. Allein Patrick fängt eine Stunde später an. Los geht's! Good morning guys and welcome to the second round of YPC Day 2. Today we have a simple plan, which is perch fishing. If that works well, we will start going for the topwater point to upgrade the card. We'll see how it goes. We have a solid plan. If we are able to catch the perch quickly, we will have a good day. But that's the first concern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Plan für heute steht. Ich werde jetzt ein bisschen Flussangeln und versuche da erstmal meinen Zander zu fangen, der mir quasi für die 3 Fischarten noch fehlt. Hat im Training gut geklappt. Die Tide sollte passen. Ich denke, das werde ich hinkriegen. Wie groß die dann sind, werden wir sehen. Am liebsten gleich 3, um die Karte voll zu machen. Aber eine volle Karte wird heute definitiv nicht reichen. Ich muss ein paar dicke Fische fangen. Hier sind schöne Zander unterwegs. Also die Chance auf einen großen Zander habe ich hier in jedem Fall. Und wenn wir die Zander haben, dann fahren wir Big Fish angeln. Schaut es euch an. Looks good. It's high level now, so we can fish right above the vegetation. Let's take a few favorites out. These are my favorite jigs for perch. It's a Shetty Slim 7.5 centimeter, and I use them on heavy lead heads, 10 and 15 gram, and fish are really aggressive with it, close to vegetation. Normally, if they are active, they should be catchable with these lures, so we will see. Hello everyone, day 2. We are in a, well, not bad, not good condition, I think. Got 2 good perches, 1 zander yesterday. That was the plan, so for the moment everything goes quite well. We are in a big lake today and the target is 2 good pikes and 2 good perches. That would be ideal. So I will fish the shore of the lake with chatterbait. So I got 17 gram chatterbait together with a caffeine shad from Striking. So that's a combo I like for this kind of waters. So I will look for the weeds, get stuck in the weeds and make some pulls on my chatterbait. That's the plan. Heute der zweite Tag
Gestern war das Endstand, richtig toll. Und heute, mir fehlt ein Hecht. Deswegen, ich bin auf den Spot gefahren, wo ich schon in der Vorrunde war. Und hier hatte ich auch ein paar Hechte gefangen, weil ich einfach in diesen Spot Vertrauen habe. Und die anderen werden bestimmt auch richtig Gas geben. Das Problem ist, heute erfahren wir selber nicht, was die Mitkonkurrenten sozusagen fangen. Das werden wir heute Abend erst feststellen. Aber mir fehlt, wie gesagt, ein Hecht. Und deshalb, Leute, drückt mir weiterhin die Daumen, dass es auch klappt. Ja, und ich wünsche gute Unterhaltung beim YPC. We have 1 minute before we can do the first cast. We see a lot of fish hunting in the surface, so we will start off with a popper and hope that we can catch one. If that doesn't work out, I'll change to a normal jig and to a spintail, because it's definitely perch hunting here and they're all over the place. So we will try, and I do have belief in it that we should be able to catch one. But we should, because previous round wasn't too good for perch, so we'll see. Zweiter Tag, also zweite Gruppenphase geht jetzt los für mich. Heute ist ganz klar, ich brauche alle 6 Fische immer noch. War gestern ein sehr schwieriger Tag für mich. Ich hoffe, dass heute sieht anders aus. Aber ein ganz fester Plan. Also in meinen Trainingstagen nach der ersten Gruppenphase habe ich sehr viel fokussiert auf einen Fluss, die vorhin nicht in meiner Zone war. Und der Fluss werden wir jetzt hier starten, wo wir jetzt gerade sind. Und werden immer den Fluss abwärts arbeiten, den ganzen Tag lang. Ich habe so 5, 6 Spots und muss einfach sehen, wie viele wir davon tatsächlich denn machen. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie es beißt auf jeder Spot. Aber wir werden immer nach und nach den Fluss abwärts arbeiten. Es ist eine sehr, sehr gute Strecke. Im Training hat es bei mir sehr gut funktioniert. Habe genau an die Stelle, wo wir jetzt sind, auch ein 48er Barsch gefangen im Training. Kam auch mehrere Barsche und deswegen starte ich auch direkt hier. Hoffe, dass ich erstmal einen Barsch kriege. Heute ist das Wetter ein bisschen besser. Sollte vielleicht 1 oder 2 Stunden regnen heute, das war's. Aber auf jeden Fall erstmal eine gute Hoffnung und ein gutes Gefühl, dass vielleicht könnte hier und heute ein bisschen was gehen. Kleine Recht hat die voll genommen, aber ein kleines Recht, aber egal. Leute, das gibt's doch gar nicht, oder? Aber der springt gleich, ich muss aufpassen jetzt. Den Köder auch voll drin, aber irgendwie muss ich jetzt echt aufpassen, weil das ist jetzt wieder so ganz gefährlich und eng hier, schwierig hier. Ah, das war klar, jetzt ist er natürlich. Ich muss mich wieder hinlegen. Hängt nur ganz vorne drin. Ganz vorne drin. Schwierig, 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 Leute. Schwierig, schwierig. Jawohl! Wir haben ihn! Da ist er! Der Hecht, Leute! Das gibt's doch gar nicht im zweiten Wurf! Der Hecht, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich! Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und darum liebe ich dieses Wettkampfangeln. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist kein Riese, aber glaubt mir das, ich freue mich über diesen Hecht ohne Ende. Maß hat er auf jeden Fall. Und ich werde ihn gleich mal messen. Nass ist er. So, sollen wir mal sehen, was der Hecht hier an Maß hat. Ne, pass auf, wir nehmen 68. Der hat 68. Also das ist knapp, der hat 68. Ich nehme 68. Das ist in Ordnung. 68 cm.
So, jetzt wollen wir den Fisch auch schnell releasen. Und ja, ein bisschen Schwung und er schwimmt weg. Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man einen Fisch zurücksetzen kann. Ja, ich bin glücklich, Leute. Das ist unglaublich. Der zweite Wurf am alten Spot und hat mir sofort einen Hecht gebracht. Und das bringt mich natürlich hoch in die Punkte. Ich habe jetzt alle Fischarten gefangen. Barsche mega geil. Zander auch, Hechte, hey, kann ich noch verbessern. Und ich habe den ganzen Tag noch Zeit. Und es ist einfach, es ist so fett. Also ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also es läuft einfach, es läuft. Heute wird gepusht. Wie am Vortag ein Einstand nach Maß für Jan. Mit dem zweiten Wurf fängt er den fehlenden Hecht, holt sich die Fullcard und hat nun schon beeindruckende 485,5 Punkte auf dem Konto und den ganzen Tag Zeit für Upgrades. Bärenstark, lieber Jan. So, just lost the first fish. Was a pike, like 70, something like that. So nothing really, nothing super big, but still. I think I set the hook properly, but lost it. Not big. Cool. I saw him coming. Boom. Small pike. It's not a big one, but better than nothing. 68 pike. It makes us full card. Normally it won't be the pike that counts at the end. But it's better than nothing, believe me. Especially because it was a sight attack, really close to the shore. I just saw him taking the chatterbait, that was super nice. Auch Sylvain legt gut los. Mit diesem Hecht hakt er die dritte Fischart ab und braucht nun nur noch 2 beliebige Fische zur Fullcard. We missed the first bite on topwater. Fish just turned away in the first few casts. So now we will try a spintail, see if they are reacting to that. We still see a lot of things going on. There's a lot of bait fish around and perch and asp are trying to eat them. So definitely is an interesting spot to try many lures on. So richtig wollen tun sie anscheinend nicht. So habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Naja, wir hatten einen Biss. Immerhin. Wir hatten einen Biss. Das gibt's doch gar nicht. Richtig großer Barsch aus dem Wasser gesprungen, Leute. Gibt's doch gar nicht. Als ich den Wobbler rausnahm, sprang der Barsch hinterher. Großer Barsch. Die Barsche sind hier, Leute. Ja, also ich werfe zu einer ganz markanten Stelle hinten. Da ist so eine Polleranlage im Wasser. Und da in dem Schattenbereich, da läuft auch die Kante. Und da sind in der Regel auch immer die Bisse gewesen. Und das ist jetzt, wir haben so ein bisschen leicht Rücken-Seitenwind. Und das ist manchmal gar nicht so einfach mit dem leichten Köder. Ich fische mit 10 Gramm, 3,0, also 3,0 Haken. Und dann den 12 cm Popper im Perch. Also das ist gar nicht so einfach, da mal genau hinzukommen. Muss man teilweise im Wurf, ich werfe deshalb auch ziemlich hoch, um einfach im Wurf den Köder noch so ein bisschen zu kontrollieren und vielleicht mit der Rute, über die Rute, ihn zu einer Richtung zu zwingen, dass ich genau neben diesen Polleranlage komme. Deswegen sieht es manchmal ein bisschen komisch aus, wenn ich die Rute hin und her bewege im Wurf.
Das hat alles einen Grund. That's a good one. Not bad. Fucking hell. Shit. Lost on a jump. Didn't put enough pressure because you are with the net, the rod, and you do shit. That was an 80. Too bad. Too bad. I saw him taking the lure again. Fisch! Boah, das gibt's doch gar nicht, Du! Der nächste knallt hier rauf! Oh, das kann ich schlecht einschätzen. Wie groß der ist, ich kann es schlecht einschätzen. Oh, das gibt's doch nicht, Leute! Am gleichen Spot wieder. Einmal ein bisschen kurz gewechselt auf die andere Seite. Schöner Hecht, schöner Hecht. Das ist ein guter Hecht. Hat ihn noch voll drin, den Popeye. Ja, ich drill ihn jetzt echt vorsichtig, weil der ist noch lange nicht müde. Der geht jetzt die ganze Zeit, geht er. Ich lasse ihn auch gehen. Also ich mache da keine Experimente mehr jetzt. Bisschen Druck muss er, ja, aber der zieht, der schwimmt, der kämpft schon gegen. Guter Hecht. 80 hat er. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar noch ein bisschen größer. So Leute, es wird wieder eine ganz spannende Landung hier. Aber der ist noch nicht müde. Der ist noch lange nicht müde. Guckt euch das an. Das ist der Endstand. Ich werde ihn mit dem anderen Kescher landen. Ich kriege ihn da, glaube ich, in dem anderen, das ist schwierig. Das ist ein guter Hecht. Das ist ein guter Hecht. Oh, das ist gefährlich. Wenn sie an der Oberfläche kommen, dann springen sie. Oh, Leute, drückt mir die Daumen, dass der rauskommt, ey. Ist das schwer. Ich kann ihn nicht rumzwingen. So, ich muss jetzt ein bisschen, ich mache jetzt ein bisschen, aber ich will nicht, dass er hochkommt und springt. Das ist das Problem. Ich will nicht, dass er springt. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht dran, Leute. Ich komme nicht ran. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, ganz knapp. Hey, das ist Wahnsinn. Das ist ein Drill. Leute, das ist ein Drill. Ich muss ihn hier zu mir zwingen. Oh, ganz knapp. Ganz knapp ist das knapp. So, das nächste Mal habe ich ihn. Eine Runde noch. Dann habe ich ihn, glaube ich. Weil der Haken ist außen. Das ist die Gefahr. Das Ding ist drin. Der Haken ist außen. Deshalb. Ja! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn, Leute! Ist das Endstand? Ist das Endstand? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ist das fett? Also vielen Dank für die tolle Unterstützung. Mega, mega, mega hier. Und jetzt, ja, ich muss jetzt erstmal feiern und jetzt zappelt er im Netz. Das ist der Hammer, Leute. Das ist der Burner, ist das. Absolut fett, absolut fett. Das ist Angeln. Das ist wirklich Angeln. Da habt ihr mal gesehen, wie spannend das sein kann. So, jetzt wollen wir die messen. Leute, guckt euch den Hecht an hier. Wahnsinn. Und auf Popeye Perch in der Vorrunde schon erfolgreich gewesen, am gleichen Spot wieder hergefahren, Vertrauen gehabt und ja, das ist also besser geht's nicht. Wenn man so Spots hat und dann auch so viel Glück, dass die Fische beißen, der Plan ging voll auf. Endstand. Und da muss man natürlich auch aufpassen bei den Zähnen, der hat richtige Zähne. Guckt euch mal die Zähne an hier, Leute, hier, Wahnsinn, was für ein Hau er da hat.
98,5. Knapp 99, alles gut. Knapp den Meter verfehlt, aber 99 cm knapp ist doch auch ein Fisch, oder? So, und den werden wir jetzt schnell wieder releasen. Und jetzt schwimmt er weg. Ist das ehrlich? Mann, Wahnsinn, unglaublich. Ich bin völlig fertig nach dem Hecht jetzt hier. Und mir ist es echt ganz egal. Ich muss jetzt mein Regenzeug ausziehen. Die Sonne kommt ja auch immer mehr durch jetzt und es ist mir auch richtig warm. Jetzt kann ich ganz entspannt fischen und vielleicht kann ich mich noch verbessern. Aber ich denke mal, alle Fische voll, knapp einen Meter Hecht gefangen, fetten Barsch dazu. Also die Barsche sind ja auch sensationell. Also was kann jetzt noch passieren? Also vielleicht ein größerer Zander, vielleicht noch ein besserer Hecht. Wir werden sehen. Hammerdrill, Hammerfisch und Hammerergebnis. Jan kann mit dem 99er den kurz zuvor gefangenen 68er ersetzen und liegt nun bei sagenhaften 516,5 Punkten. Vielleicht schafft er es ja sogar noch, Enricos Punkterekord zu knacken. Patrick ist mittlerweile auch am Spot angekommen. So, ich starte mal wieder mit dem Slickshot. Diesmal ein 9er. Ich hätte gerne einen 11er. Den habe ich leider nicht mehr. Ich habe gedacht, ich hätte welche gehabt, aber ja, wohl vergessen nachzubestellen. Da hat man 10.000 Köder, aber die Größe, die man haben will, nicht typisch. Klassiker. Der 13er wäre auch eine Option, ist mir aber gerade ein Ticken zu groß. Die Fische haben sich auf kleine Beute eingestellt. Ich muss hier auch ein bisschen auf Safety achten, dass ich die Bisse gut verwertet kriege, weil bei den 13er privat würde ich nie mit Stinger fischen. Im Turnier ist es schon so eine... Man will ja doch jeden Fisch landen, der beißt. Und da ist jeder Aussteiger, jeder Fehlbiss bitter. Und da tue ich mir da ein bisschen schwer manchmal. Aber trotzdem mag ich Stinger eigentlich nicht so. Zumindest nicht bei den Ködergrößen. Weil wenn dann der Fisch richtig den Köder volley nimmt, den voll reinsaugt, hat man immer das räudige Risiko, dass der Stinger irgendwo ganz hinten hängt. Und boah, ein Turnier hin wieder springe ich da über meinen Schatten, aber wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es doch lieber, weil da ist mir das Wohlbehalten der Fische doch ein bisschen wichtiger. Daher versuche ich es jetzt erstmal mit dem 9er, hoffe, dass der genauso gut funktioniert und wenn ich merke, dass es nichts bringt, probiere ich trotzdem mal den 13er und erstmal ohne Stinger, aber schauen wir mal. Okay. Der hat's nicht. Ein Winzling. Einmal kurz für die Kamera. Gleich wieder zurück. Oh Mann. Aber Fischkontakt. Hey Leute, heute möchte ich euch ein weiteres und neues Highlight in der LMAB Produktrange vorstellen. Das LMAB Fluorocarbon 100 Pro. Hergestellt in Japan nach allerhöchsten Qualitätsstandards, bereits im Rohstoffmaterial. Das 100 Pro ist robust in seiner Oberfläche, also außerordentlich abriebfest und trotzdem easy knotbar in allen möglichen Stärken. Wir haben das Material in 12 verschiedenen Varianten von der 0,15 mm bis zur 1,0 mm Version. Das heißt, für jeden Zielfisch was dabei. Dieses Material hat eine mittlere Dehnung, was den Köderlauf selbst nicht beeinflusst, aber die großen Kopfschläge perfekt abfedert und somit die Aussteigerrate äußerst gering hält. Durch das Easy Roll-Off-System könnt ihr das Fluorocarbon simpel auf die gewünschte Länge abspulen, sauber abschneiden und ganz einfach wieder in der Tacklebox verstauen. Also, auf zum nächsten Tackle Store oder zum Online-Shop deines Vertrauens und sicher dir dein LMAB 100 Pro.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go. Super geil. Dann haben wir schon 2. Ja, Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice. Mission completed, ha? Mission complete. Ey. So, leider hat der erste Spot nicht geliefert, wie ich erhofft habe. Habe tatsächlich jedes Mal im Training gut Barsche gefangen. Aber ja, so ist es beim Angeln. Ein Barsch ist auch hinterher gekommen. Ich mache einen letzten Wurf. Und dann gehen wir zum nächsten Spot. Komm jetzt. Nee. Also wir werden jetzt quasi, wie gesagt, der Fluss immer abwärts arbeiten. Und deswegen werden wir zum nächsten jetzt hin. Fühlt sich nach Barsch an. Okay. Ab 36 wird er interessant. Also eigentlich müsste ich einen 37er haben. Könnte sein, dass ich hier eine Verbesserung habe. So. Mal kurz die Hände nass machen. Wenn man nicht ans Wasser runter geht, dann wenigstens über einen Kescher. Das hilft auch schon enorm. Dann schauen wir mal, wird knapp, aber gucken muss ich trotzdem. Nein, reicht nicht aus. Ist ein 35er, da verzichte ich jetzt auf Foto und alles. Einmal kurz in die Kamera halten. Und dann darf der zurück. So. Schade. Ich meine, ist ja nichtsdestotrotz ein schöner Fisch. Aber nicht das, was ich mir versprochen habe oder erhofft habe. Trotzdem, gerade mal etwas über eine halbe Stunde rum, endlich ein Fisch. Ist ja schon mal nicht mal so verkehrt, dass man schon mal weiß, ja, nicht alles, was man tut, ist falsch und verkehrt. Ja. Jetzt noch mal 5 cm mehr und ich darf jubeln. I'll use a crank. So right now I'll switch to a crankbait because we can fish just a tiny bit faster with a crank. So for just cast and retrieving, it's one of my favorite baits to search them. So that's exactly what we're going to do. This crankbait is going around 3 meters deep and I kind of jerk it, fish it really aggressive, stop and go, to try and trigger them. So that's exactly what we are going to try. Let's see. Now we can fish a lot faster and search for some active fish. And if we get a bite, it won't be a zander. It should be pike or perch. So when I'm retrieving a deep runner crank, I do it with a little bit of twitching, which makes it really aggressive stop and go. So it goes really quick left to right, so really quick flanking action, and then it's still, and then the moment that it's hanging still and doing nothing, that's the moment the perch will be taking the lure. So that's the technique behind
the Baby Bite Deep Runner, this deep diving crank. Yeah, perch. Big perch, I think. No, Zander, shit. Nice one, but it's Zander on the crank. It is close to an upgrade, I think. God, I thought it was a perch. We wetted the measuring board. Let's measure this Zander. I think it's, yeah, it's a small upgrade maybe, actually. No, it's not. It is 53. Is that an upgrade? No, that's not an upgrade for me. But cranks work. The crankbait will stay on. That's a bit of pity I missed that good pike, because an 80 is could count at the end. Got 3 bites in a short time, maybe not on the best part. So I'm quite confident. I just need 2 pikes, 1 perch, or 2 perch, 1 pike. I'm confident. Oh, fish. Yes, Leute! Ich glaube, der hat Maß. Woo! Endlich entschneidert. Ja, der hat Maß. Gott sei Dank. Erste Zander. Yes. So, back in the game. Another 5. Sabine hat's gerichtet. So, Gott sei Dank. Schon eine riesen Erlösung und Erleichterung, wenn der erste Fisch raufgeht. Back in the game. 56 cm bringen 72,8 Punkte. Ein schöner Zander für den Afrikaner. Das Ergebnis von gestern ist jetzt schon überboten und Daniel ist happy. Nach über einem Tag Durchangeln hat man den ersten maßigen Fisch jetzt bekommen. Gott sei Dank, bin richtig erleichtert damit, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist natürlich ein ganz langer Weg noch, wenn man möchte irgendwo ein bisschen mitkämpfen und weiterkommen. Soweit kann ich zurzeit gar nicht denken, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt einfach an den zweiten Fisch denken. Ich weiß, ich habe euch einen riesen Comeback versprochen am Ende der letzten Sendung. Und Leute, zieht euch warm. Morgen gibt es die krasseste Comeback ever in der YPC-Geschichte. Irgendwo ganz, ganz tief in mir glaube ich auch ein bisschen daran, dass es möglich ist, aber der Realist in mir sagt, hey, lass uns erstmal einfach den zweiten Fisch fangen. Ich bin echt froh, dass der erste jetzt rangegangen ist. So, weiter geht's. Barsche mögen es ja lieber leicht, hat jetzt einen 10 Gramm Kopf dran, aber der schrabbelt schon ziemlich heftig über den Grund. Auch wenn ich gerne die paar Meter mehr Wurfweite hätte, gehe ich wieder auf einen 7er. Nur diesmal wieder mit Dark Oil anstatt UV Perch. Ist die Absinkphase ein bisschen kürzer. Ich habe Stahlvorfach dran, sicher ist sicher. Ich darf auf gar keinen Fall hier einen Hecht verlieren. Und der Rückenwind spielt mir jetzt gerade ein bisschen in die Karten, was die Wurfweite betrifft. Die ist enorm. Aber was die Köderführung betrifft, die Kontrolle, ist es grausam. Normalerweise heißt es ja immer beim Jiggen die Route hochhalten. Wenn Wind ist, habe ich lieber einen Schnurbogen durch Wasser, der aber gleichmäßig ist, als einen Schnurbogen durch Luft, der hin und her schwankt und die Bisse unerkennbar macht. Klar, Schnurbogen im Wasser, Anhieb setzen ist noch mal einen Ticken schwerer, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich da hier doch ein bisschen safer mit.
Ja Leute, jetzt stehe ich ja voll im Wind und da kam ja auch der Fisch, der 99er. Es ist immer ein bisschen unangenehm im Wind zu stehen, aber Wind anerkannt, Fisch in der Hand. Und ich habe extra auch eine lange Route gewählt, die SP1 in 2,70 Meter. Ich kann auch gegen den Wind ein bisschen weiter werfen, das ist das Gute. Und ich benutze halt auch eine Stationärrolle, ein bisschen größere Stationärrolle, 4000er, auch die SP 4000. Und es ist ein bisschen besser, als dann mit der Baitcaster zu fischen. Ja. Von den Schnurstärken her fische ich die Stroft GTP S Typ Klasse 4. Trägt um die 10 Kilo und ist super glatt. Und man kann immer noch sehr, sehr, sehr weit damit werfen. Mein Gummifisch ist 10 Gramm, 3,0er Haken. Also mit einem 12er Gummifisch drauf dann. Und ja, das ist natürlich leicht, ja. Aber durch die lange Route und die dünne Schnur könnt ihr auch gegen den Wind sehr, sehr gut werfen. Und auf jeden Fall werde ich jetzt eins machen, weil der kleinste Barsch von mir ist 36 cm. Ich werde jetzt gleich ein bisschen auf Barsch spekulieren. Das ist zwar kein richtiger Barschspot hier, aber Barsche sind immer wieder dabei. Und ich kann auch mit einem kleinen Köder vielleicht auch einen großen Hecht fangen. Habt ihr ja gerade gesehen, mit den 12 cm Popeye, fast 1 Meter Hecht. Also das ist alles möglich. Also jetzt geht es noch mal ein bisschen auf Barsch, vielleicht da die Punkte ein bisschen zu verbessern. Oh, you saw? I just had a popper on because we saw some topwater action. Something was hunting the small bait fish. So I put the popper on and immediately got a really, really nice strike. But it wasn't hooked and it was an asp of estimated around 70, 75, a really big asp. It followed the lure up on the stones here in front of my feet. And I can see through the water better than the cameraman and than you because of the polarized glasses. So it was a really nice fish. And again, a lost bite on the topwater. So let's keep on hammering for perch and then we'll see what happens. Oh, guter. Hat auf jeden Fall das Maß, wenn ich mal rauskriege. Yes! 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 In der Stunde mal eben schnell 2, 3 Zander fangen, nur 2 Stunden für einen maßigen Fisch. Boah, was ein Kampf, Leute. Wollen wir mal schnell messen, der hat auf jeden Fall das Maß. Ja, 51. Okay. Ja, ein kleiner 51er Zander, kein Riese, den lassen wir jetzt schnell wieder schwimmen und versuchen uns noch einzuholen. Aber es ist ein Anfang. Wie gesagt, ich wollte hier eigentlich relativ schnell meine Fische fangen. Das Wasser hört auch gleich auf zu laufen. Hier ist gezeitenabhängig. Oh, hoffentlich kriegen wir noch 1 oder 2 und können dann auf größere Fische angeln. Es wäre nicht schlecht, wenn vielleicht noch ein größerer kommt. Zack, weg ist er. Auch Marc hat den ersten Fisch des Tages gelandet und bleibt damit Sylvain auf den Fersen. Er hat jetzt alle 3 Fischarten und die Topwater-Punkte. Er braucht nur noch 2 beliebige Fischarten für eine Fullcard. Köder war der Magic Slim Shad mal wieder. Ist echt ein sehr guter Zanderköder, wenn es heute auch ein bisschen schlecht beißt. Aber den sollte eigentlich jeder Zanderangler in der Kiste haben. Also ein Fisch gibt eben natürlich wieder ein bisschen Motivation. Ich meine, motiviert bin ich sowieso. Aber wenn so lange nichts geht, dann ja, verliert man so ein bisschen Glauben manchmal an die Spots und denkt, na, was denn jetzt und wohin. Aber das gibt wieder einen Motivationsschub. Und jetzt hoffe ich, dass gleich noch einer kommt. Well, in trouble again. That's the story of this YPC for me. A few bites right when we started, and then nothing, nothing, nothing. I keep trying to fish the weeds, but it's not paying off. The water is really clear, really flat. We have a backwind. I was hoping for a bit more movement, but this is how it is. So we need to keep trying. So that's the plan.
I know I don't need many bites to do it, so I'm just waiting for those 2-3 bites to make my points. So, jetzt wechsle ich kurz mal eine andere Form, Köderform von der Drunkbait. Drunkbait hat der erste Fisch gebracht. Kurz was anderes probieren. Mit dem Bleak Shannon Galaxy. Ich habe die alte Gewohnheit, immer mein Flavoring noch zusätzlich aufzutun. Ich bilde mir das schon ein, dass es was bringt. Sehr häufig geht es um, was der Angler denkt, dass man ein gutes Gefühl hat letztendlich. Upsa. Upsa. Viel Glück. Naja. Viel Glück hat er gerade so. 42. 43. So, dann lassen wir jetzt schnell wieder schwimmen, den kleinen Kollegen. Vor einer Stunde hätte ich darüber noch gejubelt. Jetzt versuchen wir uns noch einzuholen. Jetzt sind sie vielleicht gerade aktiv. Schön einschmieren. Und weiter geht's. Kein großer Fisch, aber der nächste Schritt zur Fullcard. Marc überholt Sylvain und ist jetzt Vierter. Bei Patrick ist heute noch nicht viel passiert. Kam kein weiterer Fisch mehr hier, also muss ich was anderes machen, sprich ich gehe jetzt eine Buhne weiter. Der Wind treibt mich zwar in den Wahnsinn. Ja, ich weiß, Leute, ich bin eine Meckerziege, aber ich bin ein Schönwetterangler. Ich meine, wenigstens heute die Sonne, aber so 20, 25, 30 Grad. Besser, wohl 20 dürfte es heute noch sein, knapp. Naja. Well, the first 2.5 hours are really bad. We caught a zander and we missed one perch on top water, I think, the first one, and one asp. So it's not really good. We needed those 20 points. But I think we might get another chance on the asps because they are hunting on the small bait fish. And I think the perch are also really hunting on all these millions of small bait fish. So then it's of course really difficult to trigger them for something bigger. But we will try, and we can't do more than that. So we will go on to the next spot, which is a nice spot for zander, perch and pike. And hopefully we will catch something there. See you soon. So, ich mache ein paar letzte Würfe hier mit der Köder, mit wem ich schon gefangen habe. Mit Sunrise Sabina. Und dann bewegen wir uns zu unserem nächsten Spot. Habe letztendlich so vier Stellen, die ich gerne durchrotieren würde. Und alle sind sehr leicht zu erreichen. Also die ersten zwei sind sehr nah und die anderen zwei läuft man ungefähr 5 Minuten oder so. Also man kann gut durchrotieren zwischen den Stellen. Und immerhin hat jetzt die zweite Stelle einen Fisch gebracht. If we catch a perch over 40 centimeters, I promise I'll go swimming. From happiness, I promise you. If we catch one over 40, I'll go swimming. Not long, but I'll go swimming. Yeah, on camera. We will be swimming on camera after the last cast. Yeah. Because I don't want to reduce fishing time. Oh, he was behind. Finally, we have seen one fish. First one for a while. Just got a follower on the spinnerbait, but he saw me right in front of my feet.
So he made a turn and said bye-bye. But that's a good sign. That's the first one we see for a while. So I hope there are several others. Missed. F off. Good bite again. I don't understand at all. He's here. I see it. Like a 70 something. Strange, they follow then. Just lost a good one, really good one. Ah, too bad. I striked really hard. I mean, everything went well, and I lost it. Shit. Everything good. Fuck. But well, one follower and one good strike in a few meters. So maybe that's picking up again a little bit. Man, this bite, so strong. Rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Was ein Fisch machen kann für die Laune, Wahnsinn. So, lass uns mal hoffen, wir müssen wieder ausrollen. Richtig weit rausrollen im besten Fall. Jetzt fangen wir noch eine. Am besten noch 5. Off we go! Toller Fisch für Sylvain, der wieder an Marc und auch an Patrick vorbeizieht und nur noch einen Fisch zur Full Card braucht. Patrick ist logischerweise nicht zufrieden mit dem Verlauf des Tages. Ich denke mal, bis jetzt hat der Jan seinen Hecht garantiert schon gefangen. Und der eine oder andere wird jetzt auch noch ein paar gute Fische gefangen haben. Also da wird sich schon was getan haben. Ja, die erste Runde war eine Lektion für mich. Selbst mit fetten Punkten ist man niemals safe. Also war dann schon ein bisschen Schock für mich zu sehen, wie krass knapp es ja im Endeffekt doch schon war. Die Jungs, die jetzt weiter sind, sind alle top. Der eine hat mal gestern halt nicht so viel Glück gehabt. Da lief vieles schief, vermute ich mal. Bei anderen lief es gut. Und Fakt ist, ich bin Dritter gewesen. Damit komme ich definitiv nicht weiter. Also es muss definitiv eine ordentliche Verbesserung her. Also ich spekuliere auf, man wird 500 Punkte brauchen, um weiterzukommen. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob da 500 reichen. Verrückt, Leute. Wir sind jetzt am Spot gekommen und sind 2 Boote direkt an dem Spot, wo ich hier angeln möchte. Der eine fährt einfach so ein bisschen rum und quatscht mit der anderen Person. Nimmt gar keine Rücksicht, dass es einen Uferangler hier gibt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Die haben einen ganzen Fluss hier und fahren immer wieder direkt in meinen Wurfbahn. Entweder Fisch oder Boot. Was ist das? Fühlt sich nicht wie ein Fisch an. Ah, ich habe seine Schnur. Scheiße. I get it, ja? Das gibt's doch nicht. Er hat irgendwie eine Montage richtig weit hier draußen.
Los! Scheiße. Der hätte es haben können. Knapp vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja, egal, er ist weg. Ah. Schade. Naja, ich hatte gerade überlegt, hier zu gehen. Karma. Scooterrad teuer. Ja, ich habe jetzt ein paar Würfe gemacht mit einem kleinen Jigspinner. Versucht auf Barsch zu fischen. War nix, auch kein Biss gehabt oder irgendwas. Jetzt wechseln wir nochmal die Seite, gehen immer auf die andere Seite, wo wir zu Anfang heute Morgen den 68er Hecht hatten. Und da ist links so eine Kurve, da kann ich vielleicht ein bisschen topwatern oder auch vielleicht mit dem Jigspinner nochmal da auf Barsch gehen. Irgendwo müssen die ja stehen. Boah, Mann. Fischis, beißt! Ich hab euch lieb. Habt mich doch bitte auch lieb. Gestern noch mit etlichen guten Fischen haben Patrick und auch Ton heute noch keinen Fisch in die Wertung gebracht. Perch, perch, yeah, perch. Yeah! Woo! Oh, we have him. Oh! 35 something? Oh, I've never been so happy with a perch. We have been struggling so extremely hard because these guys are hunting on these small bait fish. So what did I do? I took the smallest tail spinner I have with a really small blade, and this one took it straight away. It is 36, right? 35 half. Oh, fishing can be so beautiful. Can be so tough. But moments like this, that's where you are fishing for. There you go. This is an important fish for me, a really important fish. And we don't need to go swimming, because it's not 40. Eine Erlösung für Ton. Anders als in der Gruppe A kann er diesmal seinen Barsch fangen und seine Karte damit voll machen. Mit jetzt 477,2 Punkten hat er sich eine erstklassige Ausgangslage für die zweite Tageshälfte verschafft. Mit diesem Fisch beenden wir Episode 3. Jan Pusch und Ton van Ham haben mit einer Fullcard und jeweils sehr guten Wertungsfischen die besten Chancen auf die nächste Runde. Sylvain Legendre, Patrick Marable und Marc Patschowski liegen mit 5 Fischen in Reichweite. Daniel Andriani mit nur einem Zander weit entfernt von den Quali-Rängen. Schon am Sonntag erfahrt ihr, wer ins Halbfinale einzieht. Bis dahin freuen wir uns natürlich über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Ciao.